Stell dir vor, du bist Besitzer einer deutschen Immobilie, du wachst eines Morgens auf, schaust mal in dein Grundbuch rein und stellst fest, dass sich dort der Staat so einfach, ohne dich zu informieren, ohne dich um Erlaubnis zu fragen, ein Vorkaufsrecht für deine deutsche Immobilie eingetragen hat. Klingt wie ein Horrorszenario. In diesem Video wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob das wirklich möglich ist und was die Konsequenzen für dich sind. Ich war vor kurzem in der Schweiz im Rahmen eines unserer Seminare und dort habe ich jede Menge Plakate gesehen für eine Volksinitiative im Kanton Zürich, wo es um ein Vorkaufsrecht der Gemeinde für Immobilien geht. Ich habe dort zum Beispiel folgende Wahlplakate gesehen. Teure Mieten für wenige, hohe Mieten für alle anderen. Nein zum Vorkaufsrecht, nein zum Wohnungsbeschiss. Wenn du schon mal in der Schweiz warst und schon mal dort den Wahlkampf beobachtet hast und den Kampf um solche Abstimmungen, dann wirst du vielleicht ebenfalls solche farbenfrohen, aussagekräftigen Plakate gesehen haben. Schauen wir uns noch ein anderes an. Steuermillionen für nichts, kein einziger Quadratmeter Wohnraum. Nein zum Vorkaufsrecht, nein zum Wohnungsbeschiss. Und hier ist das letzte Plakat, was ich dir zeigen möchte. Heute das Vorkaufsrecht, morgen die Enteignung. Das klingt ja schon ziemlich bedrohlich. Schauen wir uns noch einmal die Webseite an, die hinter diesen Plakaten steht. Hier geht es um eine Kampagne, die einen Gegenvorschlag zu dieser Volksinitiative im Kanton Zürich vorbereitet hat. Vorkaufsrecht schafft keine Wohnungen. Ja, und da sehen wir natürlich auch schon, um was es wirklich geht. Auch in der Schweiz ist natürlich bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Idee ist also, dass sich letztlich die Gemeinde hier ein Vorkaufsrecht sichern kann für jede Immobilie, die auf den Markt kommt, egal ob der Eigentümer zustimmt oder nicht, um dann sicherzustellen, dass diese Wohnung für den sozialen Wohnraum zur Verfügung steht. Hier sehen wir eine kurze Beschreibung. 3 radikale Initiativen wollen den Wohnungsmarkt im Kanton Zürich umkrempeln. Die erste kommt im November zur Abstimmung und fordert ein Vorkaufsrecht für Gemeinden. Sie nennt sich mehr bezahlbaren Wohnraum im Kanton Zürich, schafft in Wahrheit aber keinen neuen Wohnraum, sondern richtet im Gegenteil Schaden an. Die Initiative verhindert notwendige Investitionen und Sanierung und verteuert das Wohnen für alle. Schlussendlich wirft das Vorkaufsrecht Steuergelder aus dem Fenster, anstatt wirklich das Problem an der Wurzel zu beheben. Also nur um es nochmal zu erklären, was diese Volksinitiative vorschlägt, ist, dass, wie gesagt, die Gemeinden im Kanton Zürich sich ins Grundbuch eintragen können, sich ein Vorkaufsrecht sichern können, wenn dann die Immobilie verkauft werden soll und natürlich erst dann hat letztlich die Gemeinde das Recht, die Immobilie zu kaufen und zwar zum gleichen Preis, die möglicherweise der Eigentümer schon mit einem anderen Käufer ausgemacht hat. Also man könnte zunächst mal sagen, nun ja, der Verkäufer, der Immobilienbesitzer trägt ja keinen Schaden. Nur um was es eigentlich möglicherweise geht und wovor die Immobilienbesitzer im Kanton Zürich Angst haben, ist, dass das Gesetz dann irgendwann so weit aufgeweicht wird, dass die Gemeinde zum Beispiel sagen kann, nun ja, der Verkaufspreis, das ist ja Wucher, der liegt weit über dem Verkehrswert und ich meine, Preisgestaltung ist ja nicht nur eine Frage des Verkehrswertes, sondern auch eine Frage dessen, was Angebot und Nachfrage ist. Ja, nicht immer ist der Verkehrswert alleine das, was entscheidend ist. Und man befürchtet nun, dass dann letztlich die Gemeinde sich die Immobilie zu einem imaginären Verkehrswert sichern kann, der möglicherweise weitaus niedriger ist als das, was der Verkäufer am freien Markt erzielt hätte. Das ist eigentlich so die eigentliche Angst, die hier dahinter steht. Also für die freiheitliche Schweiz, in der Eigentumsrechte traditionell einen sehr hohen Stellenwert haben, ist das natürlich ein radikaler Vorschlag. Was wäre nun, wenn ein solches Gesetz auch in Deutschland eingeführt werden würde? Nun, hier habe ich schlechte Nachrichten für dich, denn tatsächlich gilt diese Regelung in Deutschland schon sehr lange. Ja, du hast völlig richtig verstanden. Das Baugesetz in Deutschland sieht nämlich vor, dass sich die Gemeinde deine Immobilie schnappen kann, sich ein Vorkaufsrecht eintragen kann im Grundbuch und dann du gezwungen wirst, an die Gemeinde zu verkaufen. Also was hier als radikaler linker Vorschlag im Kanton Zürich von vielen Immobilienbesitzern abgelehnt wird, ist in Deutschland schon lange Usus. Wir reden ja oft vom Thema Lastenausgleich und dass möglicherweise Zwangshypotheken eingetragen werden können bei deiner Immobilie. Tatsache ist, dass es auch viel einfacher geht für den Staat und viel geräuschloser, wenn er sich Immobilienvermögen sichern will. Die Gemeinde kann sich tatsächlich ein Vorkaufsrecht bei deiner Immobilie einräumen. Sie muss dich nicht mal um Erlaubnis fragen.
Ja, sie muss dich nicht mal darüber informieren. So geschehen bei einem unserer Mandanten, mit dem ich neulich sprach, dem buchstäblich das passiert ist, was ich zu Anfang dieses Videos geschildert habe. Er musste einmal ins Grundbuch schauen, er musste einmal einen Grundbuchauszug besorgen für irgendwas und hat dort festgestellt, dass sich die Gemeinde dort ein Vorkaufsrecht für seine Immobilie eingeräumt hat. Sie hat ihn weder um Erlaubnis gefragt und sie hat ihn weder darüber informiert. Und tatsächlich ist sie dazu auch nicht verpflichtet. Schauen wir einmal ins Gesetz hinein. Baugesetzbuch, Paragraph 24, allgemeines Vorkaufsrecht. Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken. So, hier gibt es dann einige Begründungen, wann dieses Vorkaufsrecht tatsächlich angebracht ist. Und ganz unten finden wir dann nochmal eine Ausführung, die sehr umfassend ist. Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann insbesondere die Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde dienen. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstückes anzugeben. Das Thema günstiger Wohnraum ist natürlich auch in Deutschland ein Thema. Damit hat also die Gemeinde tatsächlich sehr großen Spielraum und kann hier ohne weiteres in den meisten Fällen ein solches Vorkaufsrecht tatsächlich im Grundbuch eintragen. Nun könnte man ja sagen, es ist mir völlig egal, ob die Gemeinde meine Immobilie kauft, solange ich hier einen guten Preis erziele. Der gleiche Preis, der mir hier auch von einem Dritten angeboten wird. Wunderbar, das muss mich ja dann nicht weiter kratzen. Jetzt erinnere dich aber an diese Wahlplakate in der Schweiz, die ich dir gerade eben gezeigt habe, wo letztlich das Vorkaufsrecht als eine Vorstufe der Enteignung gesehen wurde. Dazu schauen wir uns jetzt nochmal das Baugesetzbuch an, wie nämlich hier die Entschädigung des Immobilienbesitzers funktioniert. Auch wenn es grundsätzlich natürlich so ist, dass die Gemeinde die Immobilie nur zum gleichen Preis kaufen darf, wie ein fremder Dritter, also entsprechend dem anderen Verkaufsangebot, was dir möglicherweise für deine Immobilie vorliegt, gibt es hier im Paragraphen 28 noch eine wirklich sehr problematische Stelle und diese finden wir hier. Und das ist natürlich das, wovor die Schweizer Angst haben. Das ist aber schon lange Realität in Deutschland. Abweichend vom Absatz 2, Satz 2 kann die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstückes im Zeitpunkt des Kaufes bestimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert überschreitet. Wenn du schon mal eine Immobilie verkauft hast, dann weißt du selbst, dass der Marktpreis oftmals weit über dem Verkehrswert liegt. Der Verkehrspreis ist ja eine Schätzung, der Marktwert und der Verkaufspreis ist dann tatsächlich auch Verhandlungssache und wie gesagt, die beiden können weit auseinander liegen. Und vor allen Dingen ist problematisch, dass natürlich hier eine Box der Pandora geöffnet wird. Hier behält sich also der Staat vor, die Preisgestaltung selbst zu bestimmen. Momentan wird hier zwar noch von Verkehrswert gesprochen, aber erstens ist auch nicht jede Verkehrswertbestimmung präzise und zweitens ist es ja genau der Staat, der vorgibt, wie dieser Verkehrswert bestimmt wird. Also alles Parameter, mit denen man dann spielen kann und die dich als Immobilienbesitzer dann benachteiligen können. So, die Frage ist nun, wie du damit umgehst. Gibt es hier akuten Handlungsbedarf? Nun, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Vorkaufsrecht durch die Gemeinden intensiv und in großem Umfang zum Nachteile von Immobilienbesitzern genutzt werden würde. Aber grundsätzlich ist natürlich die Möglichkeit gegeben. Und wenn wir uns die wirtschaftliche und die demografische Lage und die Wohnraumsituation in Deutschland anschauen, dann könnte das auf jeden Fall eine Zeitbombe sein. Das ist einer von vielen Gründen, natürlich nicht der einzige Grund, aber einer von vielen Gründen, warum Mandanten von uns sich zurückziehen aus dem deutschen Immobilienmarkt, eine Auswanderung bedenken und möglicherweise in andere Werte lieber investieren als deutsche Immobilien. Es gibt ja daneben noch alle möglichen unangenehmen Szenarien, über die wir hier immer wieder auf diesem Kanal sprechen. Es ist oft die Rede von einer Vermögenssteuer, von einer Vermögensabgabe. Zur Corona-Zeiten wurde sogar von Politikern tatsächlich das Wort Lastenausgleich in den Mund genommen, also eine Zwangshypothek auf Immobilien, also alles Dinge, die einem nicht gerade Zuversicht geben hinsichtlich des deutschen Immobilienmarktes. Was manche Mandanten von uns machen, um das Grundbuch zu schützen, um das Grundbuch letztlich einzufrieren und abzuriegeln, ist, dass sie eine Auflassungsvormerkung, ein Vorkaufsrecht zugunsten einer ausländischen Gesellschaft ins Grundbuch einbauen, damit man das Risiko reduzieren kann, vom Staat hier nachteilig und schlecht behandelt zu werden. Wir kooperieren dazu mit deutschen Notaren und Rechtsanwälten, die sich mit diesem Verfahren auskennen, die entsprechende Vertragsvorlagen ausgearbeitet haben, die die Rechtssicherheit geprüft haben. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau dir den Link an in der Beschreibung
zu diesem Video. Also aus meiner Perspektive ist es so, dass ich absolut nicht davon abrate, jetzt grundsätzlich Immobilien in Deutschland zu besitzen, wenn es wirtschaftlich Sinn macht. Ja. Ich würde jetzt auch nicht auf Teufel komm raus Immobilien in Deutschland verkaufen, wenn es keinen wirtschaftlichen Sinn macht. Aber man sollte natürlich sein Vermögen international diversifizieren, wenn man realistisch über einen Plan B nachdenkt oder darüber nachdenkt, Deutschland zu verlassen und sich letztlich aus den Fängen des deutschen Staates zu befreien, und sollte dann vielleicht nicht sein gesamtes Immobilienvermögen in Deutschland haben, sondern möglicherweise in verschiedenen anderen Ländern und vielleicht sogar auch außerhalb der EU Immobilienvermögen aufbauen und natürlich auch in andere Assetklassen investieren. Das ist genau das, worum es übrigens auch bei unserem Plan B Seminar in Zürich hier ging. In Kombination dann natürlich auch mit anderen Dingen wie zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen etc. pp. Wenn das Themen sind, die dich bewegen, wenn auch du dir überlegst, wie du dein Vermögen international diversifizieren kannst oder an eine Auswanderung denkst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau zu diesen Themen zu beraten. Wohnsitzverlagerung ins Ausland, Auswanderung, Steueroptimierung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.